wären wir nämlich am 23.06. geflogen. Und ich habe jetzt gesagt, gut, ich habe YQ eben gefragt, kann ich bis zum 30.06. verlängern, damit ich noch eine Abschiedsparty feiern kann, meinen Geburtstag hier feiern kann. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es einfach schon das März-Update, was bedeutet, dass der März schon wieder komplett rum ist und wir jetzt schon im April sind. Was irgendwie so krass ist, also die Zeit vergeht einfach viel zu schnell. Aber ja, jetzt erzähle ich euch einfach mal, was diesen Monat so passiert ist. Ich habe hier wieder eine Liste, das heißt, ab und zu könnte es sein, dass ich ein bisschen runterschaue. Und ja. Als allererstes, also Anfang des Monats, habe ich mit Freunden Schokofondue gemacht und wir haben einen Film geschaut. Und das war wirklich mega schön. Dann ist mir sowas Blödes oder Lustiges passiert, wie man das sagen möchte. Und zwar hatten wir Tennis und am Vortag hat es geregnet. Das heißt, das Tennisfeld war an den Rändern vor allem nass. Also weil das ist halt so ein bisschen so gebogen. Und deswegen sind die Ränder halt meistens nass und mit Schlamm und sind deswegen ziemlich rutschig. Und genau, wir haben halt gerade so Tennis gespielt. Und unsere gegnerische Mannschaft war halt kurz davor, einen Punkt zu machen. Denn wenn der Ball das Feld berührt und man nicht spielt oder nur berührt mit dem Ball, dann haben die halt einen Punkt. Das wollte ich halt vermeiden und bin dann in die Ecke gerannt, weil der Ball halt ziemlich hoch kam. Bin dann in diese rutschige Ecke gekommen und ich habe mich so hingelegt. Und es war ja alles matschig und ich hatte leider ein helles Oberteil an. Zum Glück eine schwarze Hose. Ich kann nicht mal einblenden, wie ich danach aussah. Ja, also ich weiß nicht, das ist irgendwie so dumm. Aber seitdem renne ich nicht mehr in diese Ecken, weil jetzt weiß ich, was mir passiert, wenn ich renne. Dann hatten wir ein Basketballspiel mit meinem Kurs, weil das sind wie so Turniere, also Turniere und jede Klasse, sag ich mal, ist halt eine Mannschaft. Und wir hatten ein Basketballspiel und ich habe auch die erste Halbzeit gespielt. Aber wir haben leider verloren, aber das ist nicht so schlimm, weil im Februar hatten wir auch schon mal Spiele vom Fußball, und die haben wir alle gewonnen, deswegen ist es nicht so schlimm, dass wir jetzt ein Spiel verloren haben. Dann war ich mit meinem Kurs auf einem spirituellen, religiösen Workshop und ich dachte mir erst so, Gott, da gehe ich vielleicht lieber nicht hin, weil ich dachte so, die beten halt den ganzen Tag. Und wie vielleicht einige von euch wissen, bin ich halt nicht gläubig, also ich glaube nicht an Gott und das ist, ich meine, jedem seine Entscheidung. Aber ich dachte halt, ich werde mich da unwohl fühlen, wenn die halt den ganzen Tag nur beten. Habe mich dann aber im Endeffekt entschieden, doch zu gehen, einfach weil ich mir nichts entgegen lassen möchte. Und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, denn wir haben auf jeden Fall nicht nur gebetet, wir haben richtig viele coole Sachen gemacht. Wir haben so aus Knete sowas geformt, was uns wichtig ist. Oder wir haben Entschuldigungsbriefe an Leute aus der Klasse geschickt oder auch Briefe an die Eltern, an die Familie. Und haben dann richtig lustige Spiele gemacht, zum Beispiel, dass wir uns alle die Augen verbunden hatten. Und einer, der die Augen offen hatte, durfte dann mit uns durch diesen Hof laufen und musste dann halt sagen, Stopp, Treppen und sowas. Also ein bisschen wie so ein Vertrauenstest und wir haben Verstecken gespielt. Also es war echt mega lustig und ich bin sehr froh, dass ich da hingegangen bin. Und ja, dann war ich mit Freunden im Tennisclub essen. Das ist hier es ist halt ein Tennisclub, da kann man auch Golf spielen, eben Tennis und das ist halt riesengroß. Also es gibt auch einen Pool, so ein ganz kleines Fußballfeld für die kleinen Kinder, Spielplätze und eben ein mega leckeres Restaurant. Man kommt dort aber nur rein, wenn man Socio ist, also wenn man, ich sag mal, Mitglied ist von diesem Tennisclub, da das ein sehr exklusiver Club ist und ich würde mal sagen, für die Oberschicht gedacht ist. Und genau, eine meiner besten Freundinnen, die sind eben Mitglieder und deswegen waren wir im Tennisclub essen und wir haben Nachos gegessen, die kann ich euch mal hier einblenden, was sehr lecker war. Und wir haben Säfte getrunken und dann sind wir noch ein bisschen im Tennisclub so rumgelaufen, also wir sind ein bisschen ins Gym gegangen und haben halt so, also wir sind nicht wirklich trainieren gegangen, aber wir haben einfach so ein bisschen rumgespielt mit den Bällen und dort und sind dann einfach ein bisschen so in dem Club spazieren gegangen und ja. Dann war auch schon der 70. Geburtstag von meiner Gastoma. Das war eigentlich echt schön, also wir hatten draußen überall Zelte aufgebaut und hatten dann darunter Tische und die waren mit Blumen geschmückt und ja, es war mega schön. Und auch mega emotional, weil meine Gastoma eben kürzlich mit einer Krankheit diagnostiziert wurde und deswegen war es natürlich auch ziemlich emotional, aber es war auf jeden Fall auch mega schön. Wir haben Lieder gesungen und ja, ich kann nicht mal kurz, also ich glaube, ich habe ein Bild ohne den Menschen drauf, hier wie der Tisch mit der Torte aussah. Das ist auf jeden Fall
Mega schön. Ich habe auch Bilder mit meiner Gastoma, aber ich glaube, die blende ich jetzt einfach nicht ein, weil ich weiß nicht, ob sie ins Internet möchte. Dann war ich wieder mit der Schule unterwegs und zwar waren wir im Nationalpark Cajas. Dazu habe ich auch schon ein Video hochgeladen, das kann ich euch jetzt mal hier verlinken. Warte. Ja, ich glaube hier verlinken. Das war mega schön und ich war dort schon mehrmals, aber doch nicht so tief drin. Wir waren halt wirklich, ich sag mal, nur in der Natur, sind Berge runtergelaufen, waren an Seen, haben Knochen gefunden, echte Knochen einfach. Und ja, das seht ihr aber alles in dem Video. Ja, die nächste Sache ist sehr krass, die jetzt passiert. Ich finde es immer noch ein bisschen krass manchmal. Und zwar war am 25.03., ein Samstag, der Geburtstag von meinem Gastcousin und die ganze Familie war hier und draußen stand eben der Kuchen, so wie ihr jetzt gerade bei meiner Gastoma gesehen habt, da stand eben der Kuchen von meinem Gastcousin, Luftballons und genau. Und normalerweise, wenn man hier den Geburtstag singt, stellt sich eben das Geburtstagskind hinter die Torte und dann singt man. Und wir waren einfach so am Handy, meine Gastcousine und ich, und auf einmal ruft so meine Gastmutter, ja, kommt mal alle in den Flur, wir wollen jetzt Geburtstag singen. Und ich war schon so, hä, warum in den Flur? Also der Kuchen stand ja draußen und ich war so, hä, warum singen wir jetzt drinnen? Ich war so, ja, okay, vielleicht singen wir jetzt halt einfach drinnen, weiß nicht, vielleicht ist es zu kalt. Dann sind wir alle in den Flur gegangen, beziehungsweise wo wir dann ankamen an der Schiebetür, hat sich dann die Haustür geöffnet und ich konnte aber nichts sehen, weil ich stand hinter jemandem, der mir die Sicht versperrt hat. Und deswegen wusste ich auch nicht, was abgeht. Und irgendjemand hat dann gesagt, La Dome. Und ich war so, wie? Also nur zur Referenz, Dominika ist meine Gastschwester, die jetzt in Belgien war. Ich glaube, das hatte ich schon mal irgendwann erwähnt. Die war in Belgien die letzten 7 Monate. Hello, ich bin gerade am Videoschneiden und ich wollte nur kurz mal klären, warum sie nach 7 Monaten schon zurückgekommen ist und nicht nach dem ganzen Jahr so wie ich. Das lag daran, dass sie eben nach Belgien gegangen ist, um Französisch zu lernen. Und unter anderem ihre Familie kein Wort Französisch gesprochen hat, sondern nur Portugiesisch, da sie aus Brasilien waren. Aber auch noch ganz, ganz viele andere Gründe und es ging ihr einfach nicht gut und deswegen ist sie jetzt schon nach 7 Monaten zurückgekommen und nicht nach 10 oder 11, so wie ich normalerweise. Und genau, auf jeden Fall hat dann jemand gerufen, La Dome, also die Domenica. Und ich war so, wie, hä, wollt ihr mich verarschen? Die ist doch in Belgien, so, was soll, hä? Und dann bin ich halt ein bisschen mehr nach links, weil ich wollte halt sehen, warum da irgendjemand Dome ruft. Und dann habe ich sie gesehen, wie sie halt alle umarmt hat und ich war komplett geschockt, wirklich, weil es wusste keiner, dass sie kommt. Nur meine Gastmutter, weil sie eben den Flug bezahlen musste, aber keiner, nicht mal ihr Papa wusste es, niemand. Und ich war wirklich in der Schockstarre. Mein Herz hat gerast, ich habe angefangen zu zittern, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe mich einfach, darauf vorbereitet, sie erst im Mai zu sehen. Und deswegen war es dann irgendwie cool und irgendwie auch so schockend zugleich, dass sie jetzt schon da war. Und genau, dann hat sie alle umarmt, wir haben uns auch umarmt. Und alle waren komplett, also meine Gastfreundin war auch den ganzen Abend so richtig geschockt. Und dann bin ich ins Bett gegangen und habe mich so ins Bett gelegt und ich dachte wirklich, das ist ein Traum. Es kann jetzt nicht wahr sein, dass das gerade wirklich passiert ist. Aber ich bin dann am nächsten Morgen aufgewacht und sie war immer noch da, also war es kein Traum. Und ja, also bis jetzt kann ich einfach sagen, ich verstehe mich mega gut mit ihr, die ist total nett. Spricht nochmal einen Ticken schneller Spanisch, nochmal ein bisschen was lernen. Also ich kann nochmal lernen von ihr, einfach nochmal schneller zu verstehen. Aber sie ist wirklich eine mega Liebe und ich bin eigentlich jetzt auch tatsächlich froh, dass sie früher gekommen ist. Weil so haben wir jetzt einfach nochmal die Möglichkeit, uns besser kennenzulernen. Weil wenn sie jetzt sie wäre Ende Mai sonst gekommen und da hätten wir dann uns wahrscheinlich nur 2 Wochen gesehen, weil ich wäre dann ja noch mit meiner Mama weg gewesen und alles. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich ganz froh. Dann am nächsten Tag, also ich glaube dann am Sonntag, am 26. sind wir alle zusammen Sushi essen gegangen und es war auch mega schön und natürlich auch mega lecker. Genau. Und dann waren wir jetzt am Donnerstag, glaube ich, war das. Ich bin mir nicht sicher, ob das am Donnerstag oder am Mittwoch war. Ist auch egal, waren wir mexikanisch essen in La Única. Ich glaube, das Restaurant hatte ich schon mal in einem anderen Monatsupdate erwähnt. Also ich glaube, ich habe ein Video gemacht, wenn ich euch das vom letzten Mal, aber hier seht ihr es kurz. Also man kann halt sehr schön die Kathedrale sehen und genau, da waren wir essen. Ich hatte wieder einen Chicken Burrito, was sehr lecker war. Ich esse das immer. Und ja, jetzt kommen wir einfach mal zu Gefühlen. Also ich kann gar nicht so viel zu Gefühlen sagen, weil die sind irgendwie wie immer, sage ich mal. Aber tatsächlich bin ich überwältigt, dass wir jetzt schon April haben.
Und dass es schon in 3 Monaten nach Hause geht, was irgendwie cool, aber irgendwie auch nicht so cool ist. Ich weiß nicht, wo ich das einordnen soll. Dann habe ich mich jetzt einfach, ich sag mal so, darauf eingelassen, dass ich nach Deutschland gehe und versuche nicht immer so zu denken, so, aber eigentlich will ich auch hier bleiben, eigentlich will ich auch gehen. Ich habe mich einfach so jetzt darauf eingestellt, ja, so, du hast keine Option, du gehst so oder so nach Deutschland. Und deswegen freue ich mich jetzt auch schon auf Deutschland. Ich freue mich auf meine Familie. Vor allem freue ich mich drauf, keine Ahnung, einfach so diesen Alltag wieder zu haben. Weil hier habe ich zwar auch einen Alltag, aber irgendwie besteht er halt aus nichts, sage ich mal. Also aus Trainieren und Schule und nichts. Deswegen in Deutschland hat man dann wieder ein bisschen mehr Alltag. Und genau, also ich habe jetzt neulich erfahren, dass meine Mama, also meine enge Familie mich abholen wird vom Flughafen, weil meine Oma und Opa leider nicht da sind. Das ist natürlich wirklich ein bisschen schade. Aber ich glaube, wir sehen uns dann eine Woche später oder so. Und darauf freue ich mich dann auch schon mega, weil meine Oma und Opa habe ich länger schon nicht gesehen als mein Auslandsjahr. Meine Eltern habe ich ja noch am Flughafen verabschiedet, aber meine Großeltern nicht. Die waren, wir haben uns dann nach dem USA-Urlaub verabschiedet und seitdem habe ich sie ja nicht mehr gesehen. Und das ist irgendwie voll schade. Meinen Opa habe ich schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen, weil den habe ich das jetzt mal vor dem USA-Urlaub gesehen. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf meine Omi und Opi wieder. Dann versuche ich jetzt einfach den Rest noch zu genießen. Vor allem, weil tatsächlich ja 3 Monate echt nicht viel ist. Also wenn ich jetzt denke, dass vor 3 Monaten Januar war, das ist einfach so krass, weil Januar kommt mir halt wie gestern vor. Und dann denke ich mir so, wenn die letzten 3 Monate so rumgegangen sind, dann werden die nächsten auch so schnell rumgehen. Und deswegen versuche ich es einfach noch so gut wie möglich zu genießen. Ich wollte jetzt nochmal so eine neue Kategorie mit reinnehmen, und zwar Sachen, die noch anstehen. Einfach weil ich jetzt nicht mehr so viel über habe, dachte ich, ich nehme das mal mit rein. Und ja, dann ist der nächste Monat einfach schon Mai. Oh mein Gott. Und dort passieren 2 coole Sachen. Und zwar einmal fliege ich nach Galapagos. Dazu kommt auch wieder ein Video online. Und dann kommen einfach meine Mama und mein Opa hierher und mich besuchen. Es wird so cool. Also ich freue mich tatsächlich schon wirklich sehr, die zu sehen. Vor allem meine Mami und mein Opi, weil, keine Ahnung, also wie schon gesagt, mein Opa habe ich jetzt ja schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Und deswegen bin ich sehr froh, meinen Opa zu sehen. Und der kommt ja hier aus Ecuador und deswegen wollte er mich halt unbedingt besuchen kommen. Das stand auch schon vom Auslandsjahr fest, dass er auf jeden Fall kommt. Und meine Mama, das sollte ich eigentlich nicht wissen. Also das war eigentlich eine Überraschung. Ist dann durch blöde Umstände doch rausgekommen. Aber halb so wild. Jetzt weiß ich, dass sie kommt und kann mich auch drauf freuen. Und wir werden dann meine Familie besuchen hier in Ecuador. In Quito habe ich Familie und noch in 2 anderen Städten. Aber ich habe gerade vergessen, wie die heißen. Ups. Ja, darauf freue ich mich einfach so sehr, einfach meine Mama wiederzusehen. Das wird so cool. Vor allem dachte ich ja, dass ich dann erst meine Familie so wieder im Juni sehe. Und dann sehe ich sie aber schon Ende Mai bis Anfang Juni. Und genau. Dann im Juni habe ich Geburtstag, meine Geburtstagsfeier, meine Abschiedsfeier und dann mein Rückflug. Und das letzte, was noch neu ist, was so eine Neuigkeit ist, ist, dass ich meine Flugdaten bekommen habe. Ich glaube, das war am 31. März, habe ich sie, glaube ich, bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Genau, ich hatte nämlich, wie vielleicht einige wussten, mein Auslandsjahr verlängert. Jetzt nicht viel, nur 7 Tage. Eigentlich wären wir am 23.06. geflogen. Und ich habe jetzt gesagt, gut, ich habe YU eben gefragt, kann ich bis zum 30.06. verlängern, damit ich noch eine Abschiedsparty feiern kann, meinen Geburtstag hier feiern kann. Und genau, ich wusste aber dann eben nicht, ob das klappt oder nicht, weil rein theoretisch können sie mich auch am 26. nach Hause schicken, denn sie meinten, ja, du musst eine 5-Tage-Spanne angeben. Das heißt, ich habe gesagt, 26. bis 30. können sie mich rein theoretisch nach Hause schicken. Und ich hatte Angst, dass sie mich dann schon am 26. nach Hause schicken, aber das ist nicht der Fall. Ich habe nämlich tatsächlich den 30.06. bekommen und das heißt, ich werde am 30.06. nach Hause fliegen und am 1.07.2023 in Deutschland ankommen und meine ganze Familie wiedersehen. Und ja, also mittlerweile freue ich mich einfach auch schon drauf und stelle mir dann so manchmal so vor, so wie das ist, so alle wiederzusehen. Es wird bestimmt komisch, aber irgendwie auch cool. Und ich kann nicht mal, ich weiß nicht, ob ich den Flugplan habe. Doch, ich habe nämlich bei Skyscanner, ich kann nicht mal, ich weiß nicht, ich gehe mal ein bisschen weiter aus dem Bild. Ich habe nämlich 2 Screenshots. Einmal
von Quito nach Amsterdam. Dann habe ich in Amsterdam fast 4 Stunden Aufhalt, also 3 Stunden 40 ist, glaube ich, ich werde es jetzt hier sehen. Und dann fliege ich von Amsterdam nach Frankfurt und dort wird mich dann meine Familie abholen. Wir werden dann mit dem Auto nach Hause fahren. Und genau. Also Leute, das ist jetzt, was bis jetzt so passiert ist, was noch passieren wird und wie es mir so geht. Und genau, das nächste Video wird, glaube ich bin mir nicht ganz sicher, ein Spanisch-Update werden. Aber kein normales Spanisch-Update, wie ich einfach nur über mein Spanisch rede. Sondern mein Plan ist, dass ich das Spanisch-Update auf Spanisch mache. Also ich rede dann die ganze Zeit Spanisch. Genau, ich hoffe, ich traue mich das und lade es dann wirklich hoch. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen guten Morgen, was auch immer. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!